Was gerade in der Antarktis passiert, dafür hat die Wissenschaft keine Erklärung. Doch was ist da los auf diesem ja eigentlich komplett leeren Eiskontinent? Wir schauen mal rein, was denn hier so passiert. So, wie unschwer zu erkennen ist, sind wir hier in der Antarktis. Ungefähr dieser Bereich hier, wo die Stecknadel sitzt, das so in dem Bereich, das ist Neuschwabenland. Ja? Also wo die deutsche antarktische Expedition 1938-39 verlaufen ist. Jetzt habe ich da wieder was ganz Interessantes entdeckt. Und da wollte ich einfach mal mit euch zusammen reingucken. Ich habe auch noch ganz, ganz viele andere Sachen und ein paar Hinweise von euch. Den gehen wir auch noch nach. Die habt ihr mir in die Kommentare geschrieben und per Mail geschickt. Fand ich auch total geil. Wir gucken mal hier rein. Also ich habe mir jetzt Google Earth Pro runtergeladen. Das war auch ein Tipp von euch. Da sollte ich mal drauf gucken, weil man da bessere Sachen oder weil man da mehr mitmachen kann. Man hat auch historische Aufnahmen, also wir gehen ins Jahr 1985 zurück, da sind die Aufnahmen natürlich noch bei weitem nicht so gut, wie man sieht. Wir können so ein bisschen durch die Zeit durchjagen, ja, 97. So, hier haben wir gleich zwei Sachen, also einmal ein UFO unter dem Eis, aber wir gucken uns jetzt erstmal das hier an. Ist jetzt aber auch nicht so der Hit. So, da gehen wir mal hin. Das ist Februar 06, ist auch relativ eisfrei, wie wir das sehen können. Ne? Und da haben wir dieses Objekt. Wir drehen das mal ein bisschen. So. Das hier sieht aus wie ein Teil einer Flugscheibe, die hier quasi im Berg drin ist. So würde ich das jetzt einfach mal deuten. Und hier frei liegt. Und weil da Schnee oder Eis weggeschmolzen ist, ist diese Signatur hier von diesem Flugobjekt, vermeintlichen Flugobjekt, freigelegt worden. Doch was hat es jetzt damit auf sich? Ja, weiß halt keiner. Ne? Also es ist eine scheibenförmige Struktur, die jetzt nicht ins Bild passt. Also wenn man mal hier guckt, das sieht zwar metallisch aus, das auch, aber hier sieht man ja eindeutig, dass das irgendwo natürlich ist. Ja, und wenn wir hier mal gucken, das sieht von der Oberfläche ähnlich aus wie hier, aber es besitzt, schaut mal hier, die Kante, und hier besitzt das wirklich diese runde Form. Ja, also es sieht jetzt erstmal, wir gehen noch mal ein bisschen da drum, gucken, ob wir noch andere Bilder haben. 2006, gehen wir mal dahin, 99, da ist die Aufnahme nicht gut. Dann springen wir mal wieder auf 2006 und da ist sie halt sehr gut. Ja, was hat diese Struktur oder dieses Objekt da auf sich? Also ich würde, wie gesagt, nur zu gerne dahin reisen, um da mal nachzugucken, was denn da ist. Wahrscheinlich wird da gar nichts sein. Also wenn da was gewesen wäre, sagen wir, gehen wir mal davon auf, fiktiv, da liegt jetzt irgendeine Flugscheibe oder irgendwas. Das kriegt ja irgendwer mit. Dann wird wahrscheinlich irgendwer sich da auf den Weg machen, das Ding bergen, um an die Technologie zu gelangen. Man will das erproben, erforschen etc. Dann ist das weg. Und man lässt das natürlich einfach drin, um zu sagen, oh, fahrt doch dahin, guck doch, da ist ja gar nichts. Ne? Deswegen wäre das mal interessant, da einfach hinzureisen. Aber jetzt kommt was ganz Interessantes. So, wir sind jetzt bei mir auf dem neuesten Video oder auf dem vorletzten Video besser gesagt. Ich habe diese Koordinaten hier zugeschickt bekommen vom Frank. Vielen Dank dafür, höchst interessant. So, die habe ich mir auch schon markiert. Wir springen da mal wieder raus und gehen dahin, was der Frank mir da zugeschickt hat. Das sieht doch gut aus. Von Dezember 16. Und zwar müssen wir hier hin. Also ich habe das ein bisschen immer an den Rand gesetzt, damit wir hier freie Sicht haben. Schaut euch das mal an. What is it? Gute Frage, nächste Frage. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind irgendwelche Löcher, da ist Schmelzwasser drin, da ist irgendwas geschmolzen. Ne? Weil das hier könnte alles sein. Es sieht auf jeden Fall auch erstmal wieder so, ja, wie so scheibenförmig aus. Und dann habt ihr hier irgendwie wie so einen Eingang, also da noch ein Loch. So. Und in dem anderen Bereich drumherum, da sollte man ja auch immer erst drauf gucken. Das ist jetzt zum Beispiel auch hier wie so ein
Süßwassersee oder auch ein Loch, keine Ahnung, das ist, also ob das jetzt geschmolzen ist, das möchte ich da hinstellen, das sieht mehr aus wie so ein Loch. Ne? Aber es sieht definitiv anders aus als unsere beiden Geräte da. Hier das selber, sieht überall halt so aus. Ne? Aber jetzt nichts, auch wenn wir hier mal dran gehen, das sieht ja aus wie so Kratzspuren. Es sieht nicht annähernd so aus, wie jetzt diese beiden Gebilde. Moment, hier haben wir mal ein paar kleinere noch. Ja, wie so Löcher, aber nicht so eindeutig wie, jetzt sind sie wieder weg, unsere beiden, ich habe es einfach mal UFOs genannt, nennt es wie ihr es wollt. So. Jetzt kann man darüber natürlich philosophieren, was das sein könnte. Und jetzt kommt ihr auch wieder ins Spiel. Ich habe das schon mal vorbereitet, weil ich habe mittlerweile über 350 Kommentare darunter. Das ist schon eine ganze Menge. Also vielen Dank dafür, auch für eure ganzen geilen, nützlichen Tipps. Und zwar hat mir geschrieben, der Alfred, vielen Dank. Im Übrigen ist Wasser als Schnee und Eis ein hervorragender Wertstoff, vor allem bei Temperaturen unter 0 Grad, wenn es gefroren ist. Bei noch tiefen Temperaturen. Wasser absorbiert Infrarotstrahlung, stützt vor UV-Strahlung, schützt vor bzw. absorbiert Neutronenstrahlung durch Isotope etc. Ein sehr wichtiger Punkt sind seine Dipoleigenschaften. Mittels starkem Mikrowellenfeld und einem überlagerten Magnetfeld lässt sich ein Flugobjekt durch das Eis schmelzen, wobei dann der aufgetaute Eisbereich wieder zufriert. Ideal für Flugtassen mit Antigravitations- oder Magnetfeldantrieb mit gleichzeitigem überlagerten Mikrowellenfeld. Die Tarnung ist für menschliche Augen bzw. menschlichen Verständnis perfekt. So, und das ist ja eigentlich schon bezeichnend. Ne? Also es liest sich erstmal fundiert, das sind Sachen, da macht man sich keine Gedanken drüber, also ich zumindest nicht. So, und jetzt betrachten wir uns diese beiden Gerätschaften dann nochmal oder diese beiden Punkte, was immer das auch ist. Könnte das eventuell hier sein und hier sein, dass man genau diese Technik für diese Fluggeräte da angewendet hat, dass man sich durch das Eis oder durch den Schnee und durch das Eis durchgeschmolzen hat, dass das vielleicht gerade ein Prozess ist, der da stattfindet, aufgenommen wurde? Man weiß es nicht. Wir schmeißen das einfach mal so in den Raum. Und ich bin mal gespannt, schreibt das mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also das war jetzt so meine erste Verbindung. Ich kriege diese beiden Objekte geschickt von Frank und der Alfred schreibt dann sowas. Und dann kam mir das sofort in den Sinn. Also könnte das nicht eventuell tatsächlich so sein? Man weiß es nicht. Wir gucken mal weiter. Ich habe noch ganz viele interessante Sachen, weil in der Antarktis passieren mysteriöse Dinge, wo die Wissenschaft nur bedingt Antworten drauf findet. Und was das ist, gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also ihr seht das hier oben, ich habe ein bisschen was auf, aber gucken wir mal. Warum das Eis am Südpol verrückt spielt. 21. April 2022. Die Wissenschaft ist sich noch nicht ganz einig, was sie uns versucht da zu erklären, beziehungsweise die Strategie steht noch nicht fest. Sie sagt mal so und sie sagt mal so. Das Eis spielt am Südpol, also in der Antarktis, verrückt. Ne? Noch nie zog sich das Eis um die Antarktis so stark zurück wie in diesem Jahr. Ist das nur eine natürliche Schwankung oder ist die Region dabei, sich dauerhaft zu verändern? Dann gehen wir mal in das nächste rein. Eisfläche in der Antarktis wächst. So, also sie zieht sich zurück und verändert sich. Und hier wird aber gesagt, dass die Eisfläche wächst. Natürlich hat das mit dem Klimawandel zu tun. Ne? Also im Widerspruch zum Klimawandel wächst die Eisfläche in der Antarktis. In den vergangenen 34 Jahren, also das ist mal einfach eine längere Zeit, erweiterte sie sich um rund 17.000 Quadratkilometer. Jetzt fanden Forscher heraus, woran das liegt. Grund sind die veränderten Windverhältnisse. Also hier sagt man, das Eis wächst durch veränderte Windverhältnisse. Der nächste Bericht vom Spektrum: Eisbedeckung der Antarktis auf besorgniserregendem Minimum. Also hier hat man gesagt, pass auf, seit 34 Jahren das wächst. Und hier sagt man, das nimmt ab. So, im Dezember 22 ein neues Rekordminimum. Experten sind alarmiert. Also hier geht das mal wieder alles zurück. Man ist sich nicht wirklich einig, welche Geschichte man uns tatsächlich auftischt, was da passiert. Ne? Und jetzt gehen wir mal zum nächsten. Das ist jetzt die Wirtschaftswoche. Es ist aus 13. Warum wächst das Südpoleis trotz Erderwärmung? Also hier erzählt die Wissenschaft uns auch wieder, pass auf, das Eis wächst am Südpol, also in der Antarktis. So.
Es klingt paradox, während das Eis am Nordpol rapide schmilzt, dehnt sich das Meereis um die Antarktis weiter aus. Nach Angaben der amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat sich der Trend in den vergangenen Jahren sogar um 50% beschleunigt. Also das ist nochmal schneller geworden. Danach wuchs die Eisfläche um den Südpol seit 1978 um rund 17.000 Quadratkilometer pro Jahr. Mit 19,47 Millionen Quadratkilometern ist das Meereis der Antarktis damit so groß wie nie zuvor. Ja, also während es mal schmilzt, wächst es an anderer Stelle sogar. Also das ist, wie gesagt, sehr eigenartig. Der Spiegel sagt dazu, also Spiegelwissenschaft, Tiefsee in der Antarktis wird kälter. Der Klimawandel lässt die Arktis tauen. Doch in der Antarktis, also die Arktis, wer es nicht weiß, ich denke, ihr wisst es alle, ich erkläre es trotzdem. Die Arktis ist der Nordpol und die Antarktis ist der Südpol. Doch in der Antarktis wird es keineswegs überall wärmer. Im Gegenteil, Meeresforscher haben nun herausgefunden, dass sich das Wasser tief im Südpolarmeer sogar abkühlt. Auch das Meereis hat sich zumindest kurzfristig rekordverdächtig ausgedehnt. Also hier sind wir dann auch wieder dabei, dass es kühler wird und dass sich der Eispanzer in der Antarktis, also am Südpol, ausdehnt. Das ist interessant. Und dazu habe ich ein bisschen was recherchiert, beziehungsweise man hat mir einen einen Anstoß gegeben, dazu mal zu recherchieren. Das war mein Kontakt in Südamerika, der hat mir das gesagt. Anomalie in der Antarktis. Forscher entdecken eine radioaktive Quelle unter dem Eis. So, das hört sich jetzt erstmal eigenartig an. Etwas Merkwürdiges, höchst Ungewöhnliches und sehr Heißes. Und sehr, sehr Heißes, Entschuldigung. Also britische Forscher, dicken Eisschichten in der Antarktis eine gigantische heiße Quelle befindet, die das Eis von unten zum Schmelzen bringt. Der Ursprung der Hitze, so vermuten die Forscher, könnte ungewöhnlich stark radioaktives Gestein sein. Das kennt ihr, das habe ich schon in meinen vorigen Videos mal mit eingebaut, also Hot Rock, Heated Water, Melting, also hier schmilzt es weg und das sind die Eisschichten hier. Ne? Und wie wir sehen, sind wir am Südpol und das ist ein Flugzeug, das hat das gemessen. Das Schmelzwasser lässt natürlich den Meeresspiegel ansteigen, also es wird hier weggeschmolzen, fließt ins Meer ab, also sind wir wieder, das muss ja hier irgendwo hin, ne? Das Wasser, also wenn das hier das Festland ist die Eisschicht da drüber und irgendwo ist ja das Meer. Das heißt, das fließt ins Meer, das Meer steigt an. Jetzt sind wir wieder dabei, dass unter der gesamten Antarktis, also diese subglazialen Tunnel, Höhlensysteme, Flusssysteme, Seensysteme, was auch immer sich da befindet, sind. Das bedeutet, das kann sich über die Laufe der Jahre schmilzt sich das Wasser immer mehr durch diese Eisschichten durch, ab ins Meer damit. Und das wiederum bestätigt ja, dass es sogar möglich sein müsste, oder nach aller Wahrscheinlichkeit nach, dass diese Kanäle, dass man durch diese Kanäle unter das ewige Eis gelangen kann, nämlich genau zu diesen Punkten. Hier entstehen Höhlensysteme. Das Wasser fließt ab, das bedeutet, hier entstehen keine Seen oder nur bedingt Seen, weil das ist natürlich nicht gerade, man sieht es ja hier, ne, wie der Verlauf ist, dieser Gesteinsschicht. Hier sind heiße radioaktive Felsen, da entstehen diese Systeme und das könnten eventuell diese Systeme sein, wo man halt drin überleben kann, also wo auch warme Temperaturen herrschen. Vor allen Dingen auch, Moment, ich suche es mal eben. So, also hier, ich habe das jetzt gerade nicht gefunden. Ich hatte irgendwo einen Bericht gesehen, da sagte man, das Wasser ist bis zu 25 Grad warm. Hier spricht man von diesen Höhlen, wo es bis zu 25 Grad warm ist. Das deckt sich ja jetzt wieder mit den Aussagen von den Deutschen, von den Zeitzeugen, die da waren oder die da Erkenntnisse darüber hatten, dass es da warme Höhlen, also dass da Leben möglich ist und in der Höhle die 25 Grad Wärme aufweist, also Grad Celsius, da kann man schon ganz gut leben, weil da brauche ich zum Beispiel nicht mal zum Pullover, das mache ich im T-Shirt. So, und das Wasser soll da auch warm sein. Das trifft sich mit Erzählungen von U-Boot-Fahrern, die sagten, pass mal auf, wir waren da drin und das Wasser war auch erstaunlich warm, weil sie kriegen das ja auch mit, ist draußen warm. Dann ist es im U-Boot warm, ist draußen kalt, ist es im U-Boot natürlich auch kalt. Ne? Das trifft sich schon damit. Dann nochmal hierhin zurück. Also das heißt, hier existieren Hohlräume. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass wir in dem Zeitalter angekommen sind, in dem jeder ein Smartphone hat und irgendeine Fitnessuhr, ein Tracker etc. Und da habe ich vor Jahren mal einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, ob es N24 war, irgend so ein Dokumentations- und Nachrichtensender.
Und ganz interessant, Strava hat darüber eine Heatmap erstellt, wo Aktivitäten sind. Wir sehen das hier, also das ist Südamerika, Afrika und das hier ist die Antarktis abgebildet. Und sie hat, also darüber konnte man, das war ein riesengroßes Problem für die US-Streitkräfte, weil geheime Basen wurden darüber tatsächlich auch aufgeklärt. Ne? Ob das jetzt Afghanistan, Helmand war beispielsweise oder irgendwo in Mali, glaube ich. Man hat auch die genauen Routen der Soldaten zurückverfolgen können. Daraufhin hat die US-Armee geprüft, ob diese Sachen überhaupt noch einzusetzen sind von den Soldaten etc. Interessante Sachen sind dabei rausgekommen. Wir haben einmal hier ein Phänomen, also von Südamerika. In dem Bereich, da hat es aufgezeichnet, da hieß es irgendwie, da ist eine unterirdische Basis, weil das wurde aufgezeichnet. Da findet aber dieser antarktische Marathon statt. Also da gibt es tatsächlich einen Marathon, der wird da gelaufen. Interessanter ist diese Geschichte hier. Und zwar ist hier was abgebildet. Wir gucken mal rein. I've got an article on this on the Daily Rabbit Hole, which you can read here, which has all these things. Also da geht es einfach darum, um diese ganzen Sachen, was diese App da getrackt hat. Und hier kommt das Interessante. Hier ist eine Struktur zu sehen, die ist ähnlich wie ein C oder sie sieht aus wie ein C. Mitten auf dem antarktischen Kontinent. Wenn wir dann jetzt mal in diese App reingehen, so, jetzt sind wir in dieser Global Heatmap von Strava drin. So, wir gucken jetzt erstmal hier, was ich eben gesagt habe. Also das hier nicht verwechseln, das ist, also es ist mitten im Nirgendwo, wenn wir da mal auf den Satelliten gehen, sehen wir selber, hier ist nichts. Aber das ist wie so ein Tiefplateau hier. Hier findet dieser Marathon statt. Also das interessiert uns gar nicht, das ist eine Fehlinformation, das hat man bereits aufgeklärt. Wir gehen nochmal auf Dunkel. Hier haben wir auch noch so eine Struktur. Und was der Herr da zeigt, das ist gegenüber von Afrika. Also hier. Und da haben wir aber nur zwei Signaturen. Einmal hier und einmal da. So, und wenn wir jetzt nochmal in dieses Video reingehen, ich mache es nochmal groß, dann hat er halt hier noch was. Und das ist mittlerweile nicht mehr da. For scaling, that sea is pretty much the size of, or about the width of the South Island of New Zealand. So, hier ist jetzt aber nichts. Ne? Also er zeigt ja da drauf. Ja. So, lange Rede kurz. Dort befindet sich dieses mysteriöse C. Und hier ist auch so eine Strecke eingezeichnet in dieser Heatmap. Ich mache das mal wieder leise. Er philosophiert jetzt noch darüber. Und wenn wir da jetzt noch mal reingehen. Wir haben jetzt hier gar nichts. Nichts. Ne? Direkt dahin, also die zwei Punkte. Und das müsste ja irgendwo, wenn wir das jetzt uns verlängern, so hier in dem Bereich sein. Aber hier ist nichts. Dieses C hat man komplett rausgelöscht. Es ist nicht mehr da. Wie gesagt, die Strukturen werden hier gezeigt, wo die Marathonstrecke ist. Hier ist es allerdings weg. Warum ist es denn da weg? Und warum kommen überhaupt diese Sachen auf dem antarktischen Kontinent? Warum läuft da überhaupt einer rum? So weit weg von allen. So, und jetzt kommt es natürlich, da haben sich Menschen mit auseinandergesetzt, sich damit befasst, etc. pp. Und man hat halt gesagt, was natürlich nachvollziehbar ist, wie soll denn unter der Erde ein Tracking-System, was GPS gestützt ist, funktionieren? Ja, das ist richtig, das kann eigentlich nicht funktionieren. Aber wenn ihr euer Gerät irgendwo anmacht und ihr fahrt durch einen längeren Tunnel, dann zeigt er euch im Tunnel ja auch an, weil er berechnet das ja schon vorher. Und so ist es auch. Diese App zeichnet auf, das habe ich mir auch bestätigen lassen, also es funktioniert wohl wirklich. Diese App zeichnet das auch auf, auch offline, egal wo ihr seid. Und sobald die wieder Empfang kriegen, das heißt, die kommen zurück an die Oberfläche oder sonst wohin oder haben da unten WLAN, was weiß ich, dann kommen die tatsächlich oder dann sendet das wieder an diesen Satelliten und gibt die Daten quasi durch und dann werden die hier in dieser Heatmap eingezeichnet. Ne? Das soll funktionieren.
Und gehen wir mal davon aus, jetzt hier, also da findet man ziemlich viele Sachen drüber. Man sagt dann, ja, da ist eine unterirdische Anlage und die ist in bis zu, lass mich nicht lügen, ich glaube unter dem C bis in 1,7 Kilometer Tiefe auf mehreren Ebenen. Das hat man wohl alles herausfinden wollen. Auf einem Nachrichtensender, weiß nicht, ob es N24 war, Doku-Nachrichtensender. Und da haben die auch darüber gesprochen mit Experten. So, und die sagten auch, dass das möglich ist, dass das aufgezeichnet wird von diesen Geräten und dann bei Empfang weitergesendet wird. Deswegen geht man davon aus, dass irgendwo hier in dem Bereich die unterirdische Basis sein soll. So, und man ging dann noch weiter und sagte, diese Basis, die hatten halt entweder, also zwei Theorien. Einmal, das ist von den Nationalsozialisten, die Amerikaner haben das erobert oder es wurde aufgegeben und die sind da vorgedrungen. Die andere Sache ist, man hat da Höhlensysteme gefunden, die von alten Kulturen da angelegt wurden, ne? Von alten Hochkulturen oder Zivilisationen, besser gesagt. Ja, da streiten sich halt die Geister, was es denn gewesen ist. Wie gesagt, interessant ist es nur, dass hier sowas stattfindet. Ich mache es nochmal groß. Wie gesagt, hier ist nichts zu sehen. Also dieses C ist komplett rausgelöscht. Warum das so ist, weiß der Geier. Das muss ja irgendwo hier in dem Bereich, also wenn es da wäre, ihr seht das, da ist ein Punkt, da ist ein Punkt. Das ist ja auch groß, das heißt, es muss hier irgendwo sein, ist es aber nicht. Man hat es einfach rausgelöscht. So, wir sind jetzt auf 10 Kilometer Höhe, gehen wieder ein bisschen raus und wir sind jetzt auf 100 Kilometer Höhe. Hier unten seht ihr das und 1, 2 Punkte werden angezeigt, aber hier wird nichts mehr angezeigt. Warum ist das so? Und es geht natürlich auch spannend weiter, weil diese ganzen GPS-Überwachungen, die funktionieren ja überall. Ob das jetzt irgendwie eine Flightradar ist oder natürlich auch für die Schifffahrt. Da gucken wir mal rein. Das ist ganz interessant. Das ist quasi die Marine Traffic App oder eine Marine Traffic Map. Und wir haben jetzt hier auch wieder, da ist Argentinien, also Südamerika. Und das ist die Antarktis. So, und er erklärt das gerade, also es ist alles Schiffsverkehr, wer hier diesen Flightradar hat, der kennt sich damit aus. Ich habe mit den Schiffen da auch mal gearbeitet. Es nennt sich, glaube ich, AIS-System und das gibt euch auch Hinweis, was das für ein Schiff ist. Also die meisten Schiffe haben das an und sie sagen, pass mal auf, wir fahren unter der Flagge, wir fahren da und dahin, fertig. So, und hier sind die meisten Schiffe, aber was machen diese Schiffe hier? Mitten auf dem Eispanzer. Was tun die da? Ja, also wir haben jetzt zwei Sachen. Einmal haben wir diese Heatmap, dass sich hier diese Laufstrecken befinden. Wie kommen die Menschen dahin? Und der Verkehr war nicht wenig, also es ist nicht eine App, die das aufgezeichnet hat. Und hier ist jetzt plötzlich ein Schiff. Wie kommt das? It has to give off a signal, it has to transpond, it has to let the marine traffic map know where it is, and it isn't going to lie as to where it is. So, und er sagt halt noch weiter, um das kurz zu machen, so, das ist jetzt zum Beispiel, da wird über das Schiff ein bisschen was bekannt gegeben. When they get into the details of the ship, you know, 300-400 miles down. Welches ist es denn? Ja. Moment. Also er klickt erst irgendwo hier so ein Schiff an, da wird dir ja dann alles bekannt gegeben. Und dann klickt er das Schiff halt an, was hier quasi auf dem antarktischen Eispanzer unterwegs ist. Ship, you know, 300-400 miles down into the Antarctic ice, and it gives off also the Antarctic ice. Nochmal ein Stück vor. Details of the ship, you know, 300-400 miles down into the 300 bis 400 Meilen, also auf dem Eispanzer. Antarctic ice, and it gives off no gross tonnage, doesn't give off any information. Dead weight, nothing. Also die sagen uns über das Schiff gar nichts. Es ist aber irgendwo in dem antarktischen Eis unterwegs. Owner, managers, nothing. The timeline of the vessel, its timeline, nothing. Okay? No hull number, no capacity. Also keine Schiffsnummer, nichts, gar nichts. Es wird nichts über dieses Schiff hier bekannt gegeben. Word on contact information, the gearing, nothing. So, ich habe mir jetzt mal zum besseren Verständnis auch diese App runtergeladen und wir gucken jetzt mal. Wir finden tatsächlich Schiffe. Also die meisten fliegen hier so ein bisschen rum im Wasser, wo Schiffe hingehören. Also da haben wir Australien. Und jetzt haben wir hier zwei im ewigen Eis. Ne? Also die liegen davor und da sind zwei im ewigen Eis.
Mal gucken, ob wir eins davon tracken können. Da hat er es gefunden. Der sagt Fishing. Ja. Mehr kann ich nicht rauskriegen, müsste ich kaufen. So, die sind aber auf dem Eis. Jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Australien und wir gucken mal, ob wir das auf Google Earth finden, damit ihr mal sehen könnt, wo diese Schiffe sich tatsächlich aufhalten. So, und tatsächlich, da ist Australien. Ne? Australien. Und dann gehen wir mal hier hin und das ist genau diese Stelle. Also hier, warte mal, wir norden das mal ein bisschen ein, ne? Genau diese Stelle. So, und diese Schiffe befinden sich in dem Bereich hier. Wie kommen die da hin? Ne? Was machen da Schiffe? Weil es ist der Eispanzer. Ne? Also ihr könnt das sehen, hier ist der Küstenverlauf. So, und hier sind Steine, also hier ist Felsen. Ja, so, wie fahren die jetzt hier durch? Brechen sich hier ihren Weg durch? Oder das sind Fischerboote, das sind nicht irgendwelche Eisbrecher, die jetzt da irgendwo durchkrachen. Was haben wir denn hier? Was immer das auch ist. Ja, natürlich gibt es hier immer Möglichkeiten, dass man hier irgendwas aufreißt. Ne? Aber dass sich wie gesagt, das Eis ist in Bewegung. Dass sich jetzt hier ein Fischerboot einfach sagt, oh, da ist jetzt ein Kanal, ich fahre jetzt einfach mal in das Eis rein. Wie wahrscheinlich ist das? Also ein Eisbrecher, ja, könnte ich verstehen. Sagen wir, das ist jetzt irgendwo so in dem Bereich, wo was abbricht, dass sich das sagt, ein Eisbrecher, ich suche mir jetzt hier irgendwo einen Weg durch, könnte ich irgendwo nachvollziehen. Aber ein normales Schiff fährt da nicht rein. Geht das Eis zu, ist in Bewegung, steckt das Schiff fest. Im schlimmsten Falle wird der Rumpf zerdrückt und das Schiff sinkt. Ne? Also das ist höchst mysteriös. Wie zum Teufel kommen da Schiffe hin? Wie zum Teufel kommen da Menschen auf den Eispanzer? Das sind Fragen, die müssen wir einfach mal stellen, weil das ist eigenartig. In der Antarktis passiert irgendwas, da ist irgendwas, was vor uns verheimlicht werden sollte. Es gibt auch keinen anderen Grund, warum man dann da so ein Geheimnis drum macht. Warum darf da keiner hin? Warum gibt es da Sperrgebiete? Und vor allen Dingen, warum ist da so viel Militär stationiert? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie sähe die Antarktis ohne Eis aus? Das ist jetzt mal hier so ein bisschen schemenhaft dargestellt, wie das auszusehen hat. Also darunter ist ja nicht nur ein Stück Eis, was da irgendwo auf unserem Planeten rumschwimmt, sondern da ist ja Festland drunter. Da ist der Südpol. Da wird das auch noch mal so ein bisschen gezeigt, auch wie hier der Verlauf ist von dem Eis, ne, wie sich das ausdehnt, also die letzten Jahre oder Jahrzehnte gesehen. Die Strömungen, wie die Gletscher sich hier bewegen, wie das Eis wandert und ist eigentlich ganz gut dargestellt. Und wie sieht es unterm Eispanzer aus? Und das ist schon interessant. Wir haben da wirklich Land drunter und Forscher haben ja, wie gesagt, habt ihr im vorletzten Video gesehen, riesige Schluchten alles entdeckt. Also hier, sprich, hier ist ein Kontinent drunter. So, und wo ein Kontinent war, da hat es auch mal Leben gegeben. Gab es da sümpfige Regenwälder. Ne? Das heißt, da ist auch Leben entstanden. Und wo sowas abstirbt, sich ein Eispanzer drüber legt, etc., entstehen natürlich auch Bodenschätze, wie jetzt beispielsweise Erdöl, Erdgas, etc. Die Vorkommen sind ja alle da, das wissen wir auch. So sieht das Ganze dann hier aus. Das wird alles nochmal ganz gut erklärt. So, und wenn wir mal dann auf die Karte des Piri Reis, also des türkischen Seefahrers, war auch ein Admiral und Pirat kommen, der zeigt ja hier auch die Antarktis. Ne? Und diese Karte ist ja nachweislich, also hier ist viel auch seemännisch, also nautische Sachen eingezeichnet, dass man ungefähr weiß, wie lang, wie weit irgendwas ist, also sind für die Nautiker. Und er zeigt relativ genau den antarktischen Kontinent, aber ohne diese Eisschicht. Wie kam der da drauf? Ne? Und die Karte hat er nachweislich, das hat er hier am Rand alles geschrieben, hat er ja aus mehreren Karten tatsächlich zusammengesetzt. Das Interessante dabei ist, wir gucken einfach mal in den Beitrag eben von Focus rein. Es war ein Seefahrer und Pirat, der später zum Admiral der osmanischen Flotte aufstieg. Doch Reis wurde vor allem für eins bekannt: eine Weltkarte, die er im Jahr 1513 in Istanbul anfertigte. Sie wurde erst 1929 in den Archiven wiedergefunden und stellt Historiker noch immer vor ein Rätsel. Westeuropa, das Mittelmeer und Nordafrika sind darauf deutlich zu erkennen. Westlich davon breitet sich der Atlantik aus. Die Küstenlinie von Südamerika schließt die Karte im Westen ab und ist verblüffend genau. Doch das ist nur eins der mysteriösen Details.
Denn auch die Nordküste der Antarktis ist auf der Karte zu erkennen. Die Antarktis, die im eisfreien Zustand auf der Karte abgebildet ist, wurde jedoch erst im Jahre 1818 entdeckt. Wie also war es möglich, dass die Antarktis auf der Piri-Reis-Karte so dargestellt ist, wie sie einst ohne ihren Eispanzer ausgesehen haben könnte? Eine Erklärung würde lauten, eine längst vergessene Kultur erlebte die Antarktis noch eisfrei und überlieferte ihr Wissen über den Kontinent. Einige Forscher gehen dagegen davon aus, dass Piri-Reis die Antarktis gar nicht eingezeichnet hat, sondern nur, wie die meisten Seefahrer seiner Zeit, das mysteriöse Terra Australis Incognita, ein sagenumworbener Kontinent, der irgendwo im Süden vermutet wurde. Wie kann das Ganze jetzt sein, dass er da wirklich die Teile von der Antarktis drauf hatte, obwohl sie da gar nicht entdeckt war, dass er halt hier aufgeschrieben hat, aus welchen Kartenteilen die zusammengesetzt wurde. Und noch interessanter ist, dass diese Karte 1929 in türkischen Archiven entdeckt wurde. Daraufhin hat man dann Adolf Deismann dazu gerufen, ein Deutscher. Ne? So, und der wiederum konsultierte den Orientalisten Paul Kahle. Und Paul Kahle ist ganz interessant. Kahle unterzeichnete den Aufruf Deutsche Wissenschaftler hinter Adolf Hitler vom 19. August 1934. Das heißt, er war auch ein Hitler-Getreuer, also ja, ob das jetzt NSDAP oder Hitler oder was auch immer war, er war denen getreu. So, und wir wissen ja alle über das Ahnenerbe oder über die Thule-Gesellschaft und die ganzen Okkulten. So, und Hitler war ja auch Okkultist, das weiß man ja auch, das hat ihn stark beeindruckt. Komischerweise sind diese Deutschen maßgeblich mit an dieser Entdeckung bzw. auch an der Restauration dieser Karte beteiligt gewesen. 1929 entdeckt. Das bedeutet dann wiederum, dass die Deutschen ja dann auf einmal Interesse hatten, also das Ganze ist natürlich ans Ahnenerbe herangetreten worden oder an die Thule-Gesellschaft, wie auch immer, wie ihr das auch immer bezeichnen wollt. Und sie haben darüber Kenntnis erlangt und sind dann ja zur Himalaya-Expedition aufgebrochen und bei dieser Himalaya-Expedition kam ja dann immer mehr der Südpol in den Vordergrund und dahin hat man dann auch eine Flotte entsendet bzw. eine Expedition gestartet. So, und wenn wir dann noch ein bisschen weitergehen, Piri-Reis war ja nicht der Einzige, der solche Karten hatte. Nämlich auch Phineus hatte eine Karte aus der Antarktis oder von der Antarktis gezeichnet. Ja, hier Antarktik, das ist die Antarktis. So, und komischerweise ist sie auch hier eisfrei eingezeichnet. Ja. Hier sieht man ja Gebirgszüge. Wie kann das denn sein, wenn da ja ein Eispanzer drunter ist? Und das Ganze stammt aus dem Jahr 1542. Ja. Also noch vor ihrer Entdeckung. Ja, das ist ja ganz komisch. So, und das bedeutet wiederum, dass altes Kartenmaterial, also das Wissen über die Antarktis damals schon da war. Also nicht so, wie gesagt, dass man das 1800 schieß mich tot erst entdeckt hat, sondern die Menschen vorher wussten da auch schon von. Sie haben da sogar Kartenmaterial drüber angefertigt. Und die Deutschen kommen da 1929 mit ins Spiel und kurz danach ging das ganze Spektakel dann da am Südpol los. Und jetzt haben wir natürlich hier auch wieder von Welt, unter der Antarktis liegen uralte verlorene Kontinente, ne, klar. Der Erde, ehe er 2013 in der Atmosphäre verglüht ist. Jetzt wurden die letzten Ergebnisse der Al-Odyssee veröffentlicht. Gemeinsam mit bereits bekannten seismologischen Daten ermöglichen sie ein genaueres Bild der Erdkruste und des äußersten Teils des Erdmantels, der Lithosphäre. Das wiederum führt zu neuen Erkenntnissen über die Kontinente, insbesondere die Antarktis, wie Geoforscher der Uni Kiel und des British Antarctic Survey herausgefunden haben. Die Wissenschaftler haben unter dem Eis der Ostantarktis geologische Eigenschaften entdeckt, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der Antarktis und anderen Kontinenten auf. So, also es gibt diese uralten verlorenen Kontinente. Das heißt, da hat es auch mal, wo Kontinente waren, hat es Leben gegeben. Das ist ja auch alles bestätigt. So, und jetzt gehen wir mal wieder, wenn wir mal wieder so ein bisschen konspirativ. Was ist, wenn da wirklich eine alte Zivilisation es geschafft hat, mit diesen klimatischen Verhältnissen, die sich dann verändert haben im Laufe der Zeit, klarzukommen und haben Wege gefunden, unter dem Eis weiter zu existieren. Weil da gehen ja auch einige Sachen zu hin, Bird soll da was gefunden haben, etc. Das ist aber erstmal konspirativ. Jetzt gehen wir nur mal davon aus, wie gesagt, dort gab es Leben, dort ist was entstanden und wie gesagt, wo was entsteht, dann guckt man mal auf die Bodenschätze. Ne? Also wir haben Uran, wir haben Kohle, wir haben Erdöl, Edelmetalle, Buntmetalle, Eisen, Stahlveredler, eisfreie Gebiete. Also hier ist alles mal eingezeichnet. Wir haben alles da. Ne? Erdöl, Erdgas ist natürlich auch da. So, und jetzt dürfen wir nicht vergessen, es gibt diesen Antarktis-Vertrag, der ja geschlossen wurde
Von 12 Nationen ist der, meine ich, unterschrieben worden. Ja, der Antarktis-Vertrag ist eine internationale Übereinkunft, die festlegt, dass die unbewohnte Antarktis zwischen 60 und 90 Grad südlicher Breite ausschließlich friedlicher Nutzung, besonders wissenschaftlicher Forschung, bla. So, der ist 59 von 12 Staaten unterschrieben worden und trat 61 in Kraft. Jetzt haben wir natürlich Rohstoffknappheit etc. pp. Und komischerweise 12 Staaten haben den unterschrieben und alle halten sich daran, dass das zwischen 60 und 90 Grad südlicher Breite ausschließlich der Forschung friedlich genutzt wird etc. Das heißt, da liegen Bodenschätze und alle halten sich daran. Warum ist denn das so? Wieso ist da so ein Land wie China beispielsweise, die ja einen enormen Hunger auf Rohstoffe haben, nicht längst dran gewesen und mal hingegangen? Oder Russland oder weiß ich nicht was für ein Land. Dass man sagt, wir bauen da mal was ab. Das hat ja auch irgendwo einen Grund. Warum geht da keiner hin? Warum ist das so? So, und dann habe ich noch was Interessantes. Da brachte mich jetzt auch wieder jemand aus Südamerika drauf und sagte, guck mal, ob du da drüber irgendwas findest. Das habe ich auch gemacht. Und zwar haben wir einen riesigen Krater im antarktischen Eis. Ein internationales Forscherteam hat bei der Untersuchung von Daten des ESA-Satelliten mehrere Kilometer großes Loch im antarktischen Eisschild entdeckt. Die Vertiefung nimmt eine Fläche von 260 Quadratkilometern ein und liegt im Viktorialand westlich des Rossmeers. Die Gruppe von Wissenschaftlern rund um Malcolm Macmillan von der Universität Leeds glaubt, dass das Auslaufen eines subglazialen Sees die Ursache für den riesigen Krater ist. Also hier ist halt so ein Krater entstanden und da soll ein See ausgelaufen sein. So, und jetzt sagte man mir, forscht dazu mal, ich sag, pass auf, ich habe da wirklich was gefunden, also da ist was, man sagte mir Hohlräume, Löcher etc. Schau dir das mal genauer an. So, und da habe ich gesagt, ich habe da was gefunden und dann sagten die auch, ja, meinst du, da ist ein See ausgelaufen oder wie stellst du dir das vor? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, ich kann ja nur das erstmal glauben, was mir die öffentlich zugänglichen Quellen dann dazu sagen und die sagen, pass mal auf, da ist ein See ausgelaufen, ne? Zwischen 2007 und 2008 rund 6 Kubikkilometer Wasser aus dem Hohlraum unter dem 3 Kilometer dicken Eis abfloss, was die Decke schließlich zum Einsturz brachte. An der tiefsten Stelle war der Krater rund 70 Meter tief. So, inzwischen allerdings hebt sich das Gelände langsam wieder an. Die Wissenschaftler sehen darin ein Zeichen, dass der Bereich darunter erneut mit Wasser gefüllt ist. Und jetzt kommt das Interessante, mir wurde gesagt, pass mal auf, Wasser, das liegt ja nicht mitten im Eis, also ihr habt oben Eis, ne? Also hier oben, wir gehen nochmal. Wo war denn das? Ihr habt ja jetzt hier oben Eis und hier Eis. Hier ist ja nicht mitten im Eis auf einmal ein Schmelzwassersee. Ne? Das bedeutet, der See ist hier unten, also quasi auf Felsgestein, läuft dann irgendwo hin und läuft dann wieder voll. Und da wurde mir halt gesagt, immer, so Seen kann man umleiten, weil unter dem Wasser der Seen, da befinden sich halt Rohstoffe, die man abbauen will. Ich weiß jetzt nicht, wie die da drauf kommen, woher das kommt. Aber die haben mir jetzt schon viele gute, nützliche und nachvollziehbare Dinge tatsächlich darüber erzählt. Da wurde halt gesagt, man baut das halt unterirdisch ab, das kriegt keiner mit, also unter dem Eis. Das heißt, man entwässert diesen Bereich, buddelt dann da seine Bodenschätze oder beutet die Bodenschätze aus. Ja, da kommt es zu Versackungen, das ist völlig normal. Oder es kann passieren, ne? Also es ist nicht immer so, es kann aber passieren. Die betreffen jetzt aber nicht, also das sackt nicht komplett durch, das ist an den entsprechenden Stellen, wo es wichtig ist, abgestützt, was auch immer, wie die das da machen. Ich habe keine Ahnung, das übersteigt meinen Horizont, meine Vorstellungskraft, dass sowas überhaupt möglich ist. Und man beutet dann hier die Rohstoffe aus, die Bodenschätze, und sobald diese abgetragen sind, flutet man den ganzen Kram wieder und dann kommt das auch wieder hoch. Das ist eine mögliche Theorie dazu. Also so wurde mir es gesagt. Was da jetzt dran ist, kann sich jeder selber ausmalen. Ich würde mir das gerne angucken, aber ob das möglich ist, weiß man halt nicht. Ne? So, und wir gehen jetzt nochmal an diese andere Stelle. Hier ist auch so ein Gebilde. Das ist auch, ja, das wird auch sehr kontrovers diskutiert. Ich habe es jetzt UFO unter dem Eis genannt. Also man sagte, pass mal auf, das ist ein UFO. Also da gibt es viele Theorien tatsächlich zu. Ne? Können auch mal gucken, wie es vorher aussah, wenn man da was sieht. Da ist es auch schon 2000, dann gehen wir mal auf die 99er Jahre. Na, da ist das Bild nicht gut und 85, na, Dezember 85 geht ja nicht. Dann gehen wir hier mal wieder hin. Beziehungsweise, was ist das neueste Bild? Von 12. Jetzt
hat die Wissenschaft sich darüber halt mal so ein bisschen beraten, was es dann sein könnte. Und man sagte halt, weil diese Linien hier, das muss menschengemacht sein. Also da sollte irgendwas drunter sein, was abgesackt ist. Die Wissenschaft, kurzum, hat keine Erklärung dafür. Sie sagt, das muss irgendwas da drunter sein und es muss wohl menschengemacht sein. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn doch da gar nichts ist und auch das alles Humbug ist mit diesen Flugscheiben und UFOs und weiß ich nicht was. Wie kommt das dann? Neuer UFO-Bericht des US-Militärs. Einige Sichtungen geben Rätsel auf. Das sind diese Go Fast und diese Gimbal-Sachen. Wie kommt das dazu, dass wir hier solche Erscheinungen haben, wenn da ja an all dem überhaupt gar nichts dran ist? Sie waren bereits So, das ist, meine ich, dieses Go Fast. Also hier wird dann ein sehr schnelles Objekt. Moment, wir gehen nochmal hin. Sehr schnelle Objekte und eins, das bewegt sich halt wie so ein Gimbal von so einer Kamera. Also es bewegt sich ganz merkwürdig. Wenn das ja alles gar nichts ist, ne, das ist das Go Fast. Ne, also das fliegt ziemlich schnell übers Wasser und das macht dann seine Flugmanöver, die für irdische oder die gegen alle Regeln der Physik und verstoßen. Ne? Also das ist ja wirklich alles eigenartig. So, das müsste das Gimbal-Video sein. Die Aufnahmen sind verifiziert, also die Quelle ist US Navy, ne? Und das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, hat das tatsächlich bestätigt. Wenn an all dem überhaupt gar nichts dran ist, warum gibt es dann solche Aufnahmen? Wo kommt diese Technik her? Ist es extraterrestrische, also außerirdische Technologie oder also außerhalb der Erde oder ist es von der Erde, also terrestrisch? Sprich, sind das irgendwelche Geheimwaffen, wo keiner was von weiß? Sind das möglicherweise die Reichsflugscheiben oder Rundflugzeuge oder Scheiben und wie man sagt, Haunebu, Friel und Schieß mich tot, wie sie alle genannt werden. Was ist das? Wenn das alles gar nichts ist, wo kommen denn solche Aufnahmen her? Warum passieren so viele mysteriöse Dinge in der Antarktis? Warum ist man sich gar nicht sicher, welche Geschichte man uns jetzt tatsächlich von der Antarktis erzählt? Schmilzt die jetzt oder nimmt der Eispanzer zu? Warum sind da diese riesigen Seen, subglazialen Seen, Flüsse und Höhlensysteme? Und diese sollen möglicherweise mit dem gesamten Planeten verbunden sein. Ich weiß nicht, wenn ihr das haben wollt, können wir auch ein bisschen konspirativer werden und uns mal mit alten Kulturen etc. beschäftigen, was es da alles drüber gibt. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht so gemacht. Ich finde es aber ganz, ganz interessant. Wie gesagt, die Frage ist nur, warum passiert das da alles? Wo kommen die ganzen Aussagen her, dass man ja gar nicht in die Antarktis reisen darf, dass das Sperrgebiet ist, und wo kommen die Aussagen her, dass da Flugzeuge abgedrängt werden vom Militär, und warum ist in so einer entlegenen und unwirtlichen Region unserer Erde überhaupt so viel Militär aktiv? Wie kann das sein? Was macht die Wissenschaft da wirklich? Also an einer Station, ich suche es mal raus, behandeln wir im nächsten Video, da hat man in einer Forschungsstation einen Zugang zu einem unterirdischen Höhlensystem gefunden, ne? Oder zu einem Höhlensystem, besser gesagt. Und die Forscher sind dann da rein, aber wurden ganz schnell wieder rausgetrommelt und das ganze Ding wurde dann quasi versiegelt und vom Militär halt, oder das Militär hat das versiegelt, abgeriegelt, dass da keiner mehr hinkommt. Wo kommen diese ganzen Sachen her? Die ganzen Pilotenberichte, die Berichte von den US-Amerikanern, die Berichte von der deutschen antarktischen Expedition, etc. pp. Das ist ja jetzt alles, auch wenn da viel bei ist, was jetzt in der Fantasie der Menschen entstanden ist, aber an jeder Geschichte ist ja auch ein bisschen was Wahres dran. Wie kommt das, dass diese UFO oder UAPs im Englischen Phänomene sind und dass sich das keiner erklären kann? Was passiert da in der Antarktis? Es bleibt spannend. Freunde, ihr könnt den Content auch mitgestalten, ihr sollt ihn auch mitgestalten. Ihr könnt gerne mal schreiben, was wir als nächstes, ob ihr noch irgendwas gezeigt bekommen wollt oder ob ihr irgendwas erklärt haben wollt, ob ich zu irgendwas recherchieren soll. Oder ob ich wieder mal ein neues Video mache zu dem, was mir die südamerikanischen, ich nenne sie mal Korrespondenten oder Kontaktleute, mir alles so Schönes sagen. Oder ob wir noch mal ein bisschen in das Thema Flugscheibe reingehen. Und das Thema Glocke, weil das wissen auch viele nicht, Glocke und Flugscheibe, gibt sogar einen direkten Zusammenhang. Da habe ich auch ganz, ganz interessante Erkenntnisse zu. Also bestimmt mal mit. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr haben wollt. Schickt mir Koordinaten oder was auch immer, wo ihr mal genauer drüber geguckt haben wollt oder was euch interessiert, was in der Antarktis passiert, was vielleicht in der Arktis sogar passiert, weil in der Arktis sagt man ja auch viele Sachen nach. Oder was woanders auf unserem Planeten passiert. Es ist ja dann doch so einiges, was abgeht.
Schreibt es einfach mal rein. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche mit frischem Elan und bleibt kritisch und stellt Fragen. Freunde, in dem Sinne, bis dahin, ciao.